Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um deiner Sprache einen ganz besonderen, eleganten und professionellen Schliff zu verleihen. In unserer letzten Folge haben wir die Sprache der Nachrichten gemeistert. Mit dem Konjunktiv 1 haben wir gelernt, wie man Aussagen anderer Personen neutral und distanziert wiedergibt. Wir haben also gelernt, wie man ein Reporter ist. Heute werden wir zu Künstlern, zu Malern. Wir lernen, wie wir mit nur einem einzigen Wort ein ganzes Bild, eine ganze Handlung malen können. Wir werden Verben nehmen und sie wie Kleidung verwenden, um unsere Substantive zu schmücken und zu beschreiben. Wir tauchen tief ein in die Welt des Partizip 1 und Partizip 2 als Adjektiv. Das klingt vielleicht sehr technisch, aber es geht um eine wunderschöne und unglaublich nützliche Struktur. Es ist der Unterschied zwischen dem umständlichen Satz „Dort sitzt eine Frau, sie lacht" und dem eleganten Ausdruck „Dort sitzt die lachende Frau". Es ist der Unterschied zwischen „Das Buch wurde von Goethe geschrieben, es ist berühmt" und dem prägnanten „Das von Goethe geschriebene Buch ist berühmt". Wir werden heute den fundamentalen Unterschied zwischen dem Partizip 1, also der Form auf D, und dem Partizip 2, also der Form mit G, als Adjektiv entschlüsseln. Du wirst lernen, wann eine Handlung aktiv und andauernd ist und wann sie passiv und abgeschlossen ist. Und natürlich werden wir sehen, wie diese neuen Adjektive ganz normal dekliniert werden müssen. Am Ende dieser Folge wirst du in der Lage sein, Informationen, für die du vorher 2 Sätze gebraucht hast, in einem einzigen eleganten Wort zu verpacken. Das ist ein riesiger Schritt in Richtung eines anspruchsvollen und beeindruckenden Deutsch. Bist du bereit, deine Verben in Adjektive zu verwandeln? Dann lass uns anfangen zu malen. Das Grundprinzip. Ein ganzes Bild in einem Wort. Bevor wir die beiden Partizipien unterscheiden, müssen wir das Grundprinzip verstehen. Was tun wir hier eigentlich? Wir nehmen eine Verbform, das Partizip, und stellen es vor ein Substantiv. In dem Moment, in dem es vor dem Substantiv steht, verwandelt es sich in ein Adjektiv. Es ist nicht mehr die Handlung selbst, sondern es ist die Beschreibung einer Eigenschaft des Substantivs. Und wie jedes normale Adjektiv muss es dann auch dekliniert werden. Es bekommt also eine Endung, die vom Fall, Geschlecht und Artikel des Substantivs abhängt. Aus lachend wird die lachende Frau. Aus geschrieben wird das geschriebene Buch. Der eigentliche Trick besteht also nicht in der Deklination, die funktioniert wie bei jedem anderen Adjektiv auch. Der Trick besteht darin zu entscheiden, nehme ich das Partizip I oder das Partizip 2. Und dafür gibt es eine glasklare und absolut logische Regel. Das Partizip 1, der laufende Film, aktiv und gleichzeitig zur Handlung des Hauptsatzes. Beginnen wir mit dem Partizip 1. Das Partizip 1 ist die Form, die du wahrscheinlich seltener bewusst benutzt hast, aber sie ist sehr einfach zu bilden. Die Formel lautet Infinitiv des Verbs plus der Buchstabe D. Lachen wird zu lachend. Singen wird zu singend. Lesen wird zu lesend. Warten wird zu wartend. Und jetzt die entscheidende Frage: Was bedeutet es, wenn wir dieses Partizip 1 als Adjektiv benutzen? Das Partizip 1 beschreibt immer eine Handlung, die aktiv und gleichzeitig zur Handlung des Hauptsatzes stattfindet. Es ist wie ein laufender Film. Die Handlung ist im Gange. Sie ist nicht abgeschlossen. Schauen wir uns das an. Wir haben 2 Sätze. Ein Kind sitzt auf der Wiese, das Kind spielt. Die Handlung spielen findet jetzt statt. Sie ist aktiv.
Das Kind spielt selbst. Also benutzen wir das Partizip 1. Wir verwandeln spielen in spielend. Wir stellen es vor das Substantiv Kind und deklinieren es. Das spielende Kind. Der elegante Satz lautet: Ein spielendes Kind sitzt auf der Wiese. Noch ein paar Beispiele, um dieses Gefühl für Gleichzeitigkeit und Aktivität zu bekommen. Der bellende Hund rennt durch den Garten. Der Hund bellt in diesem Moment. Die singende Frau steht auf der Bühne. Sie singt gerade. Ich sehe die wartenden Menschen an der Haltestelle. Die Menschen warten jetzt. Das Partizip 1 ist also immer die richtige Wahl, wenn das Substantiv, das du beschreibst, die Handlung selbst ausführt und diese Handlung gerade passiert. Es ist der aktive, andauernde Prozess. Das Partizip 2, das fertige Foto, passiv und abgeschlossen. Kommen wir nun zum Gegenstück, dem Partizip 2. Das Partizip 2 kennst du sehr gut. Es ist die Form, die wir für das Perfekt und das Passiv benutzen. Schreiben wird zu geschrieben. Kaufen wird zu gekauft. Öffnen wird zu geöffnet. Schließen wird zu geschlossen. Was bedeutet es, wenn wir dieses Partizip 2 als Adjektiv benutzen? Das Partizip 2 beschreibt fast immer eine Handlung, die passiv und/oder abgeschlossen ist. Es ist wie ein fertiges Foto. Die Handlung ist vorbei und wir beschreiben das Ergebnis, den Zustand, der danach eingetreten ist. Schauen wir uns das wieder an einem Beispiel an. Wir haben 2 Sätze. Dort liegt ein Brief. Jemand hat den Brief geschrieben. Die Handlung Schreiben ist abgeschlossen und der Brief hat die Handlung nicht selbst ausgeführt. Er wurde geschrieben. Die Handlung ist also passiv aus der Sicht des Briefes. Also benutzen wir das Partizip 2. Wir nehmen geschrieben. Wir stellen es vor das Substantiv Brief und deklinieren es. Der geschriebene Brief. Der elegante Satz lautet: Dort liegt ein geschriebener Brief. Weitere Beispiele, um das Gefühl für Abgeschlossenheit und Passivität zu bekommen. Ich verkaufe mein gebrauchtes Auto. Das Auto wurde gebraucht. Die Handlung ist abgeschlossen. Die geschlossene Tür lässt sich nicht öffnen. Die Tür wurde geschlossen, jetzt ist sie in diesem Zustand. Wir essen die gekochten Kartoffeln. Die Kartoffeln wurden gekocht, der Prozess ist vorbei. Das Partizip 2 ist also immer die richtige Wahl, wenn mit dem Substantiv, das du beschreibst, etwas gemacht wurde und diese Handlung in der Vergangenheit liegt. Es ist das passive, abgeschlossene Ergebnis. Der direkte Vergleich: lachend versus verlacht, kochend versus gekocht. Um den Unterschied jetzt absolut kristallklar zu machen, stellen wir die beiden Partizipien direkt gegenüber. Beispiel 1. Die Person. Die lachende Person. Bedeutung: die Person lacht gerade, sie ist aktiv. Die verlachte Person. Bedeutung: die Person wird von anderen ausgelacht, sie ist passiv. Ein Foto von einem traurigen Moment. Beispiel 2. Das Wasser. Das kochende Wasser. Bedeutung: das Wasser ist im Topf und blubbert gerade. Es ist aktiv im Prozess des Kochens. Das gekochte Wasser bedeutet, das Wasser wurde gekocht und ist jetzt abgekühlt. Der Prozess ist vorbei. Beispiel 3. Das Auto. Das fahrende Auto.
Bedeutung: Das Auto bewegt sich gerade auf der Straße. Das gestohlene Auto bedeutet: Das Auto wurde gestohlen. Die Handlung ist abgeschlossen, das Auto ist jetzt in einem gestohlenen Zustand. Diese Gegenüberstellung zeigt, die Wahl zwischen Partizip 1 und Partizip 2 ist keine Frage der Grammatik, sondern eine Frage der Bedeutung und der Perspektive. Frage dich immer: Führt das Substantiv die Handlung gerade selbst aus, aktiv, gleichzeitig, Partizip 1, oder wurde die Handlung mit ihm gemacht und ist abgeschlossen, passiv, vorher? Die Meisterklasse. Erweiterte Partizipialattribute. Zum Abschluss betreten wir die Meisterklasse. Das Tolle an diesen Partizipien als Adjektiven ist, dass sie nicht alleine kommen müssen. Sie können eine ganze Gruppe von zusätzlichen Informationen mit sich bringen. Das nennt man ein erweitertes Partizipialattribut. Das klingt kompliziert, ist aber nur eine längere Beschreibung, die zwischen dem Artikel und dem Substantiv eingeklemmt wird. Schauen wir uns das an. Wir haben den Satz: Der Mann, der laut lacht, ist mein Onkel. Ein Relativsatz. Wir können das mit einem Partizip I ausdrücken: Der lachende Mann ist mein Onkel. Und jetzt die Meisterklasse. Wir nehmen die Zusatzinformation laut mit in die Konstruktion. Der laut lachende Mann ist mein Onkel. Oder mit Partizip 2. Wir haben den Satz: Das Buch, das gestern veröffentlicht wurde, ist ein Bestseller. Mit Partizip 2. Das veröffentlichte Buch ist ein Bestseller. Meisterklasse mit Zusatzinfo: Das gestern veröffentlichte Buch ist ein Bestseller. Diese erweiterten Attribute sind extrem typisch für die deutsche Schriftsprache, besonders in Zeitungen und in der Literatur. Sie erlauben es, unglaublich viele Informationen in einen einzigen, fließenden Satz zu packen. Die auf dem Sofa schlafende Katze gehört meinen Nachbarn. Der von allen Schülern geliebte Lehrer geht in Rente. Wenn du anfängst, solche Strukturen zu verstehen und vielleicht sogar selbst zu benutzen, ist das ein klares Zeichen, dass du auf einem sehr hohen Sprachniveau angekommen bist. Und damit haben wir gelernt, wie man Verben in elegante Kleidung für unsere Substantive verwandelt. Die Partizipien als Adjektive sind ein mächtiges Werkzeug, um deine Sprache präziser, informationsdichter und stilistisch anspruchsvoller zu machen. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. 1. Partizipien können wie Adjektive vor einem Substantiv stehen und müssen dann dekliniert werden. 2. Das Partizip 1, Infinitiv plus d, zum Beispiel lachend, beschreibt eine aktive gleichzeitige Handlung. Es ist der laufende Film. 3. Das Partizip 2, die Ge-Form, zum Beispiel geschrieben, beschreibt eine passive, abgeschlossene Handlung. Es ist das fertige Foto. 4. Die Wahl zwischen beiden hängt von der Bedeutung und der Perspektive ab. Führt das Substantiv die Handlung selbst aus oder wurde sie mit ihm gemacht? 5. Für einen besonders eleganten Stil kannst du erweiterte Partizipialattribute bilden, um noch mehr Informationen zu verpacken. Mein Tipp der Woche ist eine kleine Beobachtungs-Challenge. Nimm dir einen deutschen Nachrichtenartikel online. Deine Mission ist es, alle Partizipien zu finden, die als Adjektive verwendet werden. Markiere sie in 2 verschiedenen Farben. Eine für das Partizip 1, eine für das Partizip 2. Du wirst überrascht sein, wie viele du findest. Frage dich bei jedem Fund: Warum wurde hier genau diese Form gewählt? Beschreibt es einen Prozess oder ein Ergebnis? Diese analytische Übung wird dein Gefühl für den richtigen Einsatz dieser Strukturen enorm schärfen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.
Wenn diese Folge dir geholfen hat, deine Sätze zu veredeln, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge widmen wir uns einem sehr praktischen und häufigen Verb, das eine ganz besondere Funktion hat. Es geht um das Kausativ mit lassen. Wir werden lernen, wie man ausdrückt, dass man etwas nicht selbst tut, sondern eine andere Person damit beauftragt, wie in dem Satz „Ich lasse mein Auto reparieren“. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.